Hi Leute, willkommen zu Ragen gebaut. Ich bin der Dürgen. Auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen, aber das seht ihr ja dann. Für alle, die mich noch nicht abonniert haben, abonnieren nicht vergessen, dass ihr keins meiner Projekte verpasst. Und dann fangen wir mal an, um welches Thema es heute geht. Und zwar, die letzte Zeit habe ich ein bisschen mit Silikon rumexperimentiert und schäumen. Ich will ein Widderhorn schäumen. Ja, dann fasse ich mich mal kurz. Bleibt dran, wir sehen uns. Es geht gleich los. Und zwar geht es genau um das Horn. Ich habe jetzt schon so ein bisschen was mit Pappe gebaut. Ich hoffe, das funktioniert. Vor allen Dingen, ich hoffe, dass das Silikon reicht. Ich bin auch ein bisschen blöd, Leute. Ich habe doch extra noch nachgestellt. Werfen. Das tun wir hier schon mal raus. Für den Fall, dass wir das nämlich gleich direkt brauchen. So quasi in Reserve. Mal auf Seite werfen. So. Also das dürfte eigentlich reichen. Das sind fast nicht ganz 2 Liter. Also wenn das nicht reicht, weiß ich nicht. Ich wollte das erst so hochkant gestellt haben, aber ich mache das jetzt mal hier so im, sag jetzt mal liegen. Das Ganze habe ich so ein bisschen fixiert. Nach unten sollte eigentlich genug Luft sein. Klebeband habe ich drum gemacht, dass da nichts ausläuft. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze irgendwie jetzt funktioniert. Wahrscheinlich werde ich dann mehrmals reinkippen müssen, weil die Becher, die sind nicht so groß. So, das Ganze machen wir mal auf 0. So, keine Ahnung. So einen halben Becher machen wir erstmal von jedem und dann tun wir das danach immer alles in einem zusammen mischen. Mal schauen. Das Schöne ist, dass man das Zeug geht eigentlich gut, wenn man das mit mehreren reinkippt, also nacheinander. Habe ich schon ausprobiert, also das dürfte eigentlich funktionieren. Ich habe jetzt mal von jedem 100, ich hoffe, das klappt dann gleich. Obwohl ich glaube, ich nehme doch noch einen dritten Becher. Ist zum Mischen vielleicht doch ein bisschen besser. Obwohl bei der ersten Ladung geht das ja eigentlich noch, aber danach ist das natürlich ein bisschen blöd. Ne, ich glaube, ich nehme noch einen dritten Becher. Statt Ganze dann. So, ups, das war ein bisschen zu viel. Dann müssen wir hier auch noch einen kleinen Schuss rein. Haben wir auf 105. Also mit dem Dosieren habe ich nicht so, Leute. So, passt auf. Wir machen das jetzt einfach und kippen das erstmal so rein. Und dann gucken wir noch ins Gleich. Da werden wir sowieso ein paar Mal reinkippen müssen. Jo, das ist nicht schlecht. Das reicht. Das geht. So. Ich hoffe mal, das reicht. Das schon mal hier so rüber. Das Ganze gut durchrühren. Ich bin echt mal gespannt. Ich hoffe nur, das reicht. Dann tun wir das Ganze so wieder in einer Ecke und dann über den Pinsel so ein bisschen einlaufen lassen. In der Hoffnung, dass sich dann da keine Luftbläschen oder irgend sowas, also nicht so viele bilden. Wird da doch ein bisschen zügiger reinkippen, weil wir müssen ja noch einige Becher da rein. Vielleicht hätte ich mir eher noch ein bisschen was Größeres an Bechern besorgen sollen. Aber hey, klappt schon irgendwie.
So. Ich glaube, den Becher hier, den nehmen wir dann auch, um das Ganze zusammenzumischen. So, das wäre jetzt Nummer 1. Zumal ich auch noch ein bisschen an dem Ding rumrütteln muss. Um die Luftblasen noch ein bisschen rauszukloppen hier. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir sehen uns wieder. Statt Ganze hier mal so ein bisschen zusammengekloppt habe. Bin mal gespannt, was das neu gibt. Das Horn hat sich gerade ein bisschen bewegt. Hoffentlich habe ich jetzt nicht Mist gebaut. Ne, das lassen wir so. So langsam wird es nämlich hart. Vielleicht hätte ich auch die erste Schicht erstmal trocknen lassen sollen und danach. Das Ganze habe ich jetzt mal einen Tag hier drin gelassen. Mal gucken, wie es geworden ist. Also fühlt sich schon mal gut an. Dann werden wir das Ganze jetzt hier erstmal so ein bisschen entkernen. Alles hier. Also das drehen wir um. Mensch, das geht ja richtig gut ab hier. Den Heißkleber kann man gut von dem Horn runterpulen, sehe ich gerade. Das geht besser, als ich gedacht habe. Sehr gut. Bin schon wieder mal begeistert. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier erstmal irgendwie rausschneiden. Schneiden wir hier so in den Ecken schon mal was ein. Da habe ich das Ganze ja. Das ist jetzt hier so ganz normale Kartonpapier gewesen von einem alten Karton, den ich da rumliegen hatte. Und habe das einfach quasi mit Heißkleber als Form zusammengeklebt. Und das Ganze dann nochmal mit Paketklebeband umwickelt. Weil bei den anderen Sachen hatte ich euch das ja nicht so gezeigt. Aber ich habe mal so überlegt, dass das so eigentlich eine relativ günstige Methode ist, da so eine Form draus zu machen. Irgendeinen alten Karton hat ja jeder zu Hause. Ein Klebeband hat man ja meistens auch. Muss ja jetzt nicht unbedingt Paketklebeband sein. Kann man auch ein anderes für nehmen. Alles gut. Solange das Silikon dick genug ist, sollte das eigentlich alles gar kein Problem sein. So, den tun wir mal ein bisschen auf Seite. Nach unten hin ist gut. Hier, das könnte ein bisschen knapp werden, aber na, schauen wir einfach mal. So, und jetzt schneide ich das ganze Teil jetzt erstmal hier raus. Mal gucken, ob ich es hinkriege. So. Dann haben wir hier das obere Teil von dem Horn. Ich weiß es nicht, Leute. Das scheint doch ein bisschen frickliger, wie ich angenommen hatte. So, wie machen wir das jetzt? Wisst ihr was? Ich schneide das jetzt mal hier. Ein bisschen auf. An der Stelle wird es dann wahrscheinlich einen Grat geben, aber was Besseres fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Aber das kann man ja dann wegschneiden, schleifen. So, das ist jetzt erstmal, dass man das Horn hier rauskriegt. So, schon haben wir draußen.
Sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Bin mal gespannt, ob das dann nachher auch gut funktioniert. So. Ich tue jetzt erstmal den Müll ein bisschen auf Seite. Ein bisschen ordentlich aussieht, obwohl die Mattenunterlage, die sieht schon aus wie Sau. So, tun wir mal hier rüber. Dann brauchen wir wieder die Waage. Den Schaum. Und noch was zum Umrühren. Allerdings brauchen wir irgendwas, was das Ding zusammenhält. Die ist zu kurz, das wird nicht passen. Was machen wir denn da am besten? Vielleicht mit Gabelbinder oder anderes Klebeband. Weiß jetzt nicht so recht. Kann natürlich passieren. Wisst ihr, was ich versucht habe, einfach mal so. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die cleverste Idee, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Theoretisch bin ich echt am Überlegen, dann da so irgendwas drumherum zu machen. Jetzt weiß ich noch nicht was. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas Brauchbares rumliegen habe. Ah doch, hier haben wir ja noch Klebeband. Haha. Das wird so wahrscheinlich da drauf nicht halten. Vor allem muss ich erstmal frei piddeln, wo hier der Anfang ist. Kann nur ein bisschen wenig sein, aber geht ja erstmal nur darum, dass das was zusammenhält. Bin echt mal gespannt, Leute, wie das klappt. Also ein Horn. Ich sag jetzt mal so, der Drachenkopf, der hatte ja, also gefühlt, mehr so Ritzen und sowas. Ne? Also theoretisch, gut, das Ding ist natürlich hier ziemlich gedreht. Ne? Da muss ich jetzt gucken, ob ich da überall dann unten reinkomme. Das muss ich dann erstmal bis unten hin reinlaufen lassen. Und hoffen, dass das Ganze dann irgendwie hält. Klebeband auf sowas hält natürlich auch total toll. Eigentlich ja nicht. Aber es geht jetzt nur darum, dass das hier so ein bisschen zusammengedrückt wird. Ich denke mal, dafür sollte das eigentlich reichen. Und das nicht so auseinander. Also quasi so ein bisschen wie eine Klammer, sage ich jetzt mal. Ja. Das Ding sieht auch aus wie Sau. Also irgendwie, also Leute, wenn ihr euch was kauft, irgendwie versaut ihr euch alles. Ich sage es euch. Das ist immer eine riesen Sauerei hier. So. Na egal. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir das hinkriegen. Das haben wir, das haben wir. So, den Wäscher setzen wir mal auf 0. Das brauche ich wahrscheinlich, aber gut, ein ganzes Teil von dem Zeug. Ja, wir versuchen das einfach mal. Ja, das Horn ist ja nicht gerade klein. Auf wie viel gehen wir? Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal auf 40. 2, 5, 8. Egal, gehen wir auf 50. Lieber ein bisschen zu viel nachher wie zu wenig. Ja, 50 und von dem anderen 25. Oh Gott, ich bin gespannt. Leute, drückt den Daumen. So, dann gehen wir dann insgesamt auf 75. Ja, sind 2 mehr geworden, aber das ist nicht schlimm. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Schnell umrühren und dann rein damit.
Ganze lassen wir dann da mal so ein bisschen ausschwenken. Da seht ihr, Leute, da geht das nämlich schon raus. Das ist nämlich genau das, was ich mir gedacht habe. Aber ist nicht schlimm. Dann ist es wenigstens irgendwo da in der Ecke reingelaufen. Wie ihr seht, das ist eine ganz schöne Sauerei immer. Und beim nächsten Mal muss ich da wirklich mal was drumherum machen. Und wie habe ich hier jetzt alles voll gekleckert. Ja. Deshalb, Leute, immer eine Zeitung drunter legen. Ne? So. Und am besten Handschuhe tragen. Meine ganzen Finger, die kleben schon wieder irgendwie. Irgendwie Lappen müsste ich mir auch mal hier hinlegen. So, das hätte ich vielleicht besser auch nicht dahin. Na, egal. Auf jeden Fall habe ich mir schon wieder alles versaut. Und ich glaube, das war ein bisschen eher viel Schaum. So, dann warten wir mal ab, was da jetzt rauskommt. Da wird es gespannt. Zwischen den Ritzen ist es ja gelaufen. Also ich denke mal, dadurch, dass das unten rausgekommen ist, würde ich jetzt mal behaupten, dass das überall reingegangen ist. Ja, also von der Menge her, ihr seht, da geht schon ordentlich raus. Ich habe es wahrscheinlich total übertrieben mit der Menge. Jetzt mal uns gucken, wie gesagt, das waren ja 50 zu 25. Vielleicht hätte ich da einiges weniger nehmen sollen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, alles was oben rausquillt, schneide ich dann nachher ab. Ich habe nur für das erste Mal jetzt gedacht, mach lieber ein bisschen mehr rein, wie nachher zu wenig. Aber ganz spannend. Ja, meine Hände, die kleben wie Sau, Leute. Ich mache mal ein bisschen näher ran. Dass ihr da ein bisschen mal sehen könnt, wie das da so am rausblubbeln ist. Seht ihr das? Ja, aber ich würde sagen, ja doch, es kommt noch raus, es blubbert noch ordentlich. Da kam noch eine Blase raus. Ich hoffe mal, das ist was geworden, aber meistens die ersten Dinger, die werden ja meistens nix. So, machen wir mal wieder ein bisschen weiter. So. Hier auf der Seite läuft das schon was runter. So, das Ganze lasse ich jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Da kommen noch Luftblasen raus. Ob das jetzt gut ist, das weiß ich natürlich nicht so. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Teil irgendwie so funktioniert hat. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht noch ein zweites Loch hätte machen müssen oder sowas. Ja, mal schauen. Aber das kriegen wir schon raus. Das ist ja jetzt der erste Testversuch. Meistens die ersten werden ja meistens nie was. Aber mal gucken. Bin mal gespannt. Oh ja, der ist schön. Den kann man so. Wie ihr seht, hier ist ja noch ein richtig guter rausgekommen. Ein Becher war auch noch gut jetzt da drin. Nur mal zu zeigen. Ja, kann man dann schön rausholen. Und habt dann hier, naja, Müll. So, den Becher tun wir mal rüber. Dann löse ich hier oben schon mal so ein bisschen den, ich nenne mal immer Pilz, was hier oben so übersteht. Schneiden wir schon mal so ein bisschen runter auf eine angenehme Länge. So, wie ihr seht, ja, ohne den ganzen anderen, was wir hier noch alle so rumschwabbeln haben. Wie gesagt, war ein bisschen sehr viel, was ich genommen habe. Ja, das Zeitungsstück, das kann man auch wegschmeißen. Den Pinsel. Aber das ist nicht schlimm. Macht da einmal einen Cut da was drüber.
Und schon könnt ihr den beim nächsten Mal wieder zum Umrühren benutzen. Ne? Also so Pinsel kann man immer mal gebrauchen. Den mal hier hinten hin. Ich habe auch hier wirklich die ganze Matte voll gesaut. Naja. Hier klebt es auch noch an der Zeitung. Ja, hier, das ist, was da jetzt hier alles an den Ritzen raus ist. Ich sag ja, da hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr drum machen sollen. Ja, das ist. Müll. Ich schmeiß mal eben auf die Seite. Also die Matte, die kann ich bald auch wieder eine neue kaufen. Ja, oder mal gucken, wie ich die sauber kriege. Naja, mal schauen. So. Werden wir erstmal das Klebeband hier abmachen. Wie gesagt, da muss man echt noch was einfallen lassen, dass das besser zusammengedrückt wird. Und dann versuchen wir mal das Ganze hier zu lösen. In der Hoffnung, dass danach was Brauchbares bei rumgekommen ist. Ja, hier haben wir schon. Aber hier die Seite haben wir schon ganz gut los, weil da ja nicht so viel ist. Das geht schon mal ganz gut. Bin schon schwer begeistert. Jetzt bin ich noch mal gespannt, wie dann jetzt die Oberfläche von dem Horn ist. So, das sieht doch schon mal ja nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, hier das Ganze, das ist dann gerade, das machen wir dann alles dann weg. Bin ich immer froh, dass das Silikon so strapazierfähig ist. Dass man das so gut auseinander hochstellen kann, ohne dass das groß reißt. Ja, sieht gut aus. Jetzt habe ich nur noch so das letzte Stück hier. Da muss ich noch rauskriegen, ohne dass ich abreiße, Leute. Das ist nämlich hier nur noch so die Spitze. Jawohl, ich habe es geschafft. Ja. Yeah. Also hier an der Stelle muss ich wirklich ein ganzes bisschen wegschneiden. Ja. Ist wirklich so ein Grat. Das sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber da muss man halt dann so ein bisschen wegmachen. Das ist noch nicht so hundertprozentig geil geworden, aber ich muss sagen, mal abgesehen davon, wenn die Form jetzt nicht so auseinandergegangen wäre, ne, hätten wir das hier, wo ich jetzt wegschneide, eigentlich so, ich würde mal sagen, so gut wie ja nicht. Obwohl an den meisten Stellen ist es ja eigentlich ganz gut. Das ist jetzt nur hier vorne an der vorderen Stelle von dem Horn. Aber das kann man dann soweit beischneiden. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist noch nicht so ganz perfekt geworden. Aber für den ersten Versuch und dass da so viel rausgeflossen ist, was ihr ja gesehen habt, finde ich das Ding eigentlich ja nicht mal so schlecht. Wie gesagt, die haben wir noch so ein bisschen Grad. Da kann man noch was beischneiden. Geht aber. Na? Wie gesagt, das ist jetzt noch ein Stück davon. Also nicht so ganz. Aber ich sage jetzt mal so für den ersten Versuch. Ja. Also ich muss sagen, ja, sieht schon ja nicht mal übel aus. So, die Konturen sind auch da, aber wie gesagt, die sind ja auch nicht so stark hier gewesen, ne? Aber so, ich mache mal eine Nahaufnahme. So, jetzt machen wir mal hier rüber. Also, ich finde schon, dass das gar nicht mal so übel geworden ist. Wie gesagt, ich hätte jetzt das Ding noch ein bisschen länger machen können. Also weiter bis oben. Hier haben wir noch was Heißkleber, aber wie gesagt, der geht ganz gut ab. Damit hatte ich den ja mit der Pappe ein bisschen fixiert.
Horn ist halt jetzt ein bisschen kürzer geworden. Ne? Und hier halt an der Stelle, oder deshalb, weil da ein bisschen rausgequollen ist. Aber so im Großen und Ganzen. Ne? Also, ich würde mal sagen, für das erste Mal hat gut funktioniert. Bin begeistert. Ja Leute, was soll ich sagen? Ihr habt das ja gesehen. Ich würde mal sagen, Projekt Hörner schäumen. Mal abgesehen von der Länge halt, ne? Hätte noch ein Stück länger sein können, aber dann hätte ich auch noch wesentlich mehr Silikon gebraucht. Aber ich kann ja mal ausprobieren, was ich ja vorhatte, mit dieser Silikonform aus dem Baumarkt Silikon. Mit diesem Wasser und so weiter. Naja, mache ich vielleicht auch noch ein Video zu, weil ich will ja 2 Hörner machen. Ich mache jetzt einfach noch mal ein zweites Video zum Hornbau, aber das dann mit Baumarkt-Silikon, wo ich dann die Form mache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Ne? Weil das ist ja vielleicht mal interessant zu sehen, also Unterschied zwischen dem teuren Silikon und mal gucken, was so mit so günstigem aus dem Baumarkt für die Tube für, ich weiß nicht, 2 Euro oder so, was da geht. Ne? Ist ja für den einen oder anderen vielleicht interessant, um Kosten zu sparen, wenn er irgendwas an Abgüssen oder Schäumen für die Orga oder was machen will, für eine Veranstaltung. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Ingo, ich hoffe, du guckst das Video. Ne? Danke nochmal für die 2 Hörner, das ist ja nur das eine, das du mir zur Verfügung dafür gestellt hast. Dein Org wird sich bestimmt über das Horn freuen. Ich werde das mal bei Gelegenheit anpinseln und dann mal gucken, wie das Ding aussieht. Ja, Leute, das war es. Weitgehend erfolgreich, würde ich sagen. Ne? Also ich bin für den ersten Versuch schon sehr zufrieden mit. Besser geht natürlich immer. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.